I gave you green light. Green light. Tja, wer kennt's noch? GTA 5. Hallo liebe Modelllautfreunde, heute stelle ich euch den Mercury Grand Marquis von der Firma Greenlight vor. In 1:18. Bleibt dran. Ja, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute, wie gesagt, stelle ich euch ein ganz besonderes Auto vor. Und zwar einen Amerikaner, der so erstmal, ich sag mal, nicht so in meine Sammlung reinpasst, weil er, wie gesagt, erstmal abweicht von der Norm, die bis jetzt so in meinem Kanal war. Bis auf ein Modell. Mercury, ja, das ist eine Tochterfirma von Ford, die auf jeden Fall, ich sag mal, dem einen oder anderen durchaus bekannt sein dürfte. Und dieser Mercury wurde gefertigt von der Firma Greenlight. Ja, das ist mein erstes Modell von dieser Firma oder von diesem Hersteller und ich habe mal gedacht, ich werde auf jeden Fall gucken, wie das Modell ist. Es ist von der Artisan-Reihe oder Serie und das genaue Modell heißt Grand Marquis Colony Park und ist von dem Baujahr 1989. Und das ist aus Metall. Ja? Also das fand ich sehr interessant, deswegen habe ich mir diesen Wagen zugelegt. Und wir schauen uns kurz die Box an. Ja? Sieht eigentlich sehr hübsch aus, meiner Meinung nach. Hier unten natürlich noch die entsprechenden Informationen. Und ich würde sagen, wir packen den Wagen jetzt aus. Das Modell kommt hier wieder in einer typischen Styroporbox. Und der Wagen ist wie gesagt ganz neu. Ich habe ihn aber natürlich schon mal geöffnet. Und ich habe euch am Anfang des Videos schon erzählt, was hier die Problematik war. Und zwar der Wagen, den konnte ich nie abschrauben erstmal, weil die Schraube durchgedreht war. Und zwar von Anfang an. Die genaue Geschichte dazu kommt jetzt. Heute möchte ich euch mal etwas zeigen, worüber ich sehr wütend bin, wie man so eine Behandlung für gut heißen kann. Und zwar, ich habe ein Modellauto bestellt, ja, den Mercury Grand Marquis und von der Firma Greenlight in 1:18 und das Paket kam an. Ich habe ihn aufgemacht und wollte ihn natürlich abschrauben. Eine Schraube ging auch hervorragend ab. Ja. Und die andere war von vornherein durchgedreht. Ja. Das Gewinde oben von vornherein ging keine Fassung. Also ich konnte mit dem Schraubenzieher nicht einmal ansatzweise einen Grip bekommen. Ja. Und zwar das schon beim allerersten Kontakt des Schraubenziehers. Kreuzschlitz in dem Fall. Fotos zeige ich euch natürlich auch. Und habe ich gedacht, gut, wie kriege ich das Auto jetzt raus? Es ist unmöglich abzuschrauben. Und habe ich angerufen und habe gesagt, ich kriege einen Ersatz, ich möchte gerne ein neues Fahrzeug, den kann man nicht abschrauben. Und was sagt der Händler mir? Das wäre ein Anwenderfehler. Ja? Anwenderfehler, ich wäre quasi selber schuld. Und das Einzige, was sie machen könnten, wäre maximal, ich sollte ihn hinschicken und sie zerstören das Styropor selber und tun so den Wagen rausnehmen. Und da habe ich natürlich gedacht, das kann ich natürlich auch selber, ne? Den Wagen kaputt machen und die Beschädigung und die Verpackung. Ja, also das ist eine Behandlung, die ich überhaupt nicht gutheißen kann. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall euren Teil mal denken. Ich finde, das geht überhaupt nicht. So, und wenn ich das jetzt nicht weiter hier rausbekomme, werde ich auch den Wagen zurückschicken, denke ich. Also so geht es natürlich nicht. Also da bin ich wirklich sehr enttäuscht. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, schon sämtliche Sachen versucht. Kleine Kreuzschlitze, große Kreuzschlitze und hier Anwendungsfehler. Also ich weiß ja nicht, ich habe schon mal geschaut in YouTube, da wurde ein Beispiel gemacht mit einem Gummi, was man quasi hier auf die Schraube drauflegen soll. Ja, hier, wo man quasi hier reingeht, ja, und mit Hilfe dieses Gummi hier auf die Schraube quasi, ja, hier, ich mache mal ein Beispiel, hier drauf und dann im Prinzip dreht, ja. Und das würde die Schraube eventuell lockern, das ist hier nicht der Fall gewesen. Und jetzt gab es noch einen Tipp mit Zahnpasta. Das ging bei mir ebenfalls nicht. Ein bisschen Zahnpasta auf den Kreuzschlitz drauf. Ja. Und ja, es funktioniert trotzdem nicht. Also jetzt hängt das Modell hier unten dran, wie man sehen kann. Ja, also ich bin sehr enttäuscht. Ich werde bei diesem Modellhändler auf keinen Fall mehr bestellen. So viel steht schon mal fest. Ihr könnt euch gerne ein eigenes Bild daraus machen. Ich sage nur, nein danke. Kaputt machen kann ich das Modellauto auch selber. So, und ich hole den Wagen jetzt mal raus. Ja, und hier ist das Prachtstück ausgepackt. Und wie gesagt, das Auto schlägt, sage ich mal, mit meiner Sammlung ein bisschen aus der Art, aber auch nur ein kleines bisschen. Ich habe nämlich
ja, schon mal einen Amerikaner vorgestellt, und zwar den Cadillac Fleetwood Brougham. Link dazu natürlich in der Beschreibung oder hier oben im i. Der ist leider aus Resin gewesen. Der Unterschied zwischen Resin und Diecast und was ich besser finde, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, auch natürlich verlinkt. Als erstes würde ich sagen, dieses Auto ist jetzt, sage ich mal, dem einen oder anderen von der Form her sicherlich nicht unbekannt. Also es gibt sehr ähnliche Autos von der Form her. Ne? Den Ford wird einem den einen oder anderen sofort einfallen. Und zwar, ich glaube, Conquistador heißt der. Ja? Und das ist auf jeden Fall die Luxusversion, die Ford hier, die Tochterfirma von Ford gemacht hat, also Mercury. Und meiner Meinung nach sehr schön. Und das Modell von Greenlight, wie gesagt, ist auch meiner Meinung nach ziemlich gut gemacht worden. Außer ein paar Sachen, die möchte ich bemängeln, aber die zeige ich euch gleich. Fangen wir natürlich mit der Front an. Sieht meiner Meinung nach ja, sehr amerikanisch aus. Schön breit, eckig, so wie man es kennt. Sehr viel Chrom natürlich. Hier die Scheinwerfer sind natürlich auch markant. Und ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist ja, typisch amerikanisch, sieht gut aus. Passt, amerikanisches Kennzeichen ist natürlich auch noch mit dran. Kann man nichts sagen. Gucken wir uns die Seite an. Und die ist natürlich auch amerikanisch typisch. Ja, viereckig, kastig. Fast so wie bei das Brot. Ja. Ich finde die Form übrigens trotzdem sehr passend. Ja, meiner Meinung nach ist dieses Modell sehr gut gelungen. Sowohl in echt als auch als Modell. Diese eckige, kantige Form ist halt ein Charakterfahrzeug. Ja? So kennt man es auch vor allem aus den Filmen von früher. Ich meine, der ein oder andere wird sich bestimmt erinnern an den einen oder anderen Film. Mir fällt sofort Fletch ein, mit Chevy Chase. Übrigens ein Schauspieler, den ich sehr gut finde. Vor allem in der Rolle des Clarks, Griswold. Aber das nur am Rande. Ja, man sieht, wie gesagt, die schönen Felgen von dem Fahrzeug. Die passen sehr gut dazu. Diese markante Seitenleiste aus Holz, ja. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das Echtholz damals war bei einem echten Auto oder ob das Imitat war. Aber ich glaube, manche hatten Echtholz und ich könnte mir vorstellen, dass das echte Holzapplikation war. Hier ist es auf jeden Fall jetzt nicht Echtholz, aber es fühlt sich dennoch ganz gut an. Also ziemlich wertig auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die großen Fenster hier, ja. Geschuldet durch dieses Kastige. Und ja, auch hier wieder sehr viel Chrom dran. Gefällt mir außerordentlich gut. Hier vorne sieht man übrigens noch die Aufschrift Mercury. Ja. Und hier nochmal Colony Park. Schauen wir uns das gigantische Heck an. Was mir natürlich auch sehr zusagt. Ja, typisch amerikanisch eben. Hier auch wieder mit der markanten Holzleiste drin. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Hier die typischen amerikanischen Rückleuchten, auch passend meiner Meinung nach. Auch wieder sehr viel Chrom. Hier die Stoßstange hat hier auch noch die entsprechenden ja, Bumper, sage ich jetzt mal. Hier die Aufschrift kann man lesen. Grand Marquis und Mercury, das Nummernschild Grand 89, passend, ja. Den Kofferraum kann man übrigens hier auch aufmachen. Allerdings geht das meiner Meinung nach relativ schlecht. Also es ist relativ schlecht aufzumachen, sage ich mal. Also ich habe es mit der Hand nicht aufgekriegt, ich habe es hier mit so einer Stecknadel versucht. Und das ging dann einigermaßen gut, aber da muss man aufpassen, dass man halt keinen Kratzer reinmacht. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin mit den Handschuhen. Wie gesagt, ich habe das hier versucht mit der Stecknadel zu lösen. Und ich habe schon ein bisschen vorpräpariert. Ist wirklich sehr schwer. Ja, schauen wir uns hier auf jeden Fall den Kofferraum an. Der geht zur Seite auf. Finde ich ganz, ja, ganz passabel gemacht. So ist es im Original ja auch. Man kann eigentlich aber auch noch die Fensterscheibe hier, glaube ich, in den Kofferraum rein versenken. Hier ist, wie gesagt, das Scharnier. Kofferraum, sehr groß. Ich glaube, über 500 Liter hat dieses Fahrzeug auf jeden Fall im Kofferraumvolumen und ist selber, glaube ich, 5,5 Meter lang. Also da passt, sage ich mal, ordentlich was rein. Ja. Ich meine, das ist auf jeden Fall sehr viel Stauraum. Was mich jetzt auf jeden Fall hier stört, ist das Teppichimitat. Hier ist nicht vorhanden. Das hätte ich meiner Meinung nach hier auf jeden Fall gern gesehen. Wär bestimmt gut. Ja. Also es wäre bestimmt passend gewesen. Und ich weiß nicht, warum sie es nicht reingemacht haben. Finde ich schade. Hätte ich auf jeden Fall mit reingemacht. Hier ansonsten kann man eigentlich Sachen erkennen. Hier Ablageflächen. Und auch hier auf der Seite ist hier unten auch eine Ablage. Ja, ich hoffe, man kann das hier sehen. Ja, da. Hinten ist eine Ablage hier drin. So. Und
Also die Tür geht übrigens auch sehr weit auf. Ich glaube, im Original geht es nur bis hierher. Aber hier, die kann man komplett aufmachen faktisch. Ja, machen wir mal wieder zu. Und schauen uns jetzt den Innenraum an. Hier gibt es ein Problem. Und zwar, ich kann die Türen nicht öffnen. Angeblich wären sie zu öffnen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Oder wie das funktionieren soll, besser gesagt. Ich habe alles erdenklich schon versucht. Ich möchte aber auch nicht den Lack hier kaputt machen, weil das geht ganz schnell. Und ich habe hier versucht, mit der Stecknadel schon zu hantieren. Und scheitere kläglich, sage ich mal. Ja. Also das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht gut gemacht worden. Und an der Türklinke kann man ebenfalls nichts machen. Das ist auf jeden Fall keine gute Qualität, was das angeht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Tür bei mir überhaupt aufgeht. Also es sieht zwar so aus durch Spaltnase, aber ich krieg sie nicht auf. Das ist schade. Trotzdem gucken wir uns jetzt mal den Innenraum an. Ja Leute, ich habe es jetzt hinbekommen. Ja. Und zwar, die Türen gehen jetzt doch auf. Ich habe es noch einmal versucht, und zwar mit einer Stecknadel habe ich hier unten versucht reinzuschieben und dann per Hebelwirkung diese ganze Sache zu öffnen. Das ist mir jetzt auch noch nie passiert, dass ich das so machen musste. Bis jetzt waren die Griffe meistens stabil genug und haben eine größere, stabilere Öffnung gehabt, oder Haken zumindest, wo man die Tür öffnen kann. Das ist hier leider nicht der Fall. Das prangere ich auf jeden Fall an als Kritikpunkt. Die Türen, ja, sowohl hinten als auch die Vordertüren gehen sehr, sehr schwer auf, muss ich schon sagen. Aber gut, schauen wir rein. Und wir können erkennen, hier ist jetzt nicht so viel Details, nicht so viele Details vorhanden. Ja. Also hier hätte man wirklich detaillierter arbeiten können. Für den Preis finde ich schon, dass etwas mehr hätte sein können, meiner Meinung nach. Ja. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde ich gerne wissen wollen. Boden, ja, ist gut gemacht. Also das finde ich jetzt okay. Kann man machen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt beanstanden, aber im Innenraum hätte ich mir schon mehr gewünscht. Teppichimitat im Fußraum ist leider auch nicht vorhanden. Ich weiß nicht warum. Wie gesagt, im Kofferraum nicht. Das stört mich. Finde ich, gehört auf jeden Fall dazu. Und für den Preis denke ich auch, dass es fair wäre. Ja. Achso, eine Dachreling hat er auch. Die ist aus Chrom. Aber mit Material ist halt Plastik. Wäre schön, wenn es auch noch Metall gewesen wäre, aber gut. Wichtiger wäre natürlich mir jetzt der Innenraum. Die Beifahrerseite möchten wir auch nochmal anschauen. Und wir können hier auch erkennen, dass man hier deutlich schöner hätte arbeiten können in dem ganzen Innenraum hinten. Weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ansonsten blende ich ein Foto ein. Genau dasselbe. Ja, also was soll ich sagen zu dem Wagen? Also die Firma, wie gesagt, Greenlight hatte ich noch nie. Das ist mein erstes Modell von denen. Kritikpunkt habe ich ja gesagt. Die Türen gehen mir viel zu schwer auf. Also es ist wirklich umständlich, ohne dass man den Wagen dabei beschädigt mit Kratzern. Und der ist sehr anfällig für Kratzer übrigens. Also das muss ich sagen, das hätte man auf jeden Fall besser machen können. Und natürlich, was ich gerade sagte, die Details im Innenraum. Ja. Also die hätte man durchaus oder deutlich mehr machen können, meiner Meinung nach. Ansonsten muss ich sagen, der Wagen ist auf jeden Fall schon schön anzuschauen. Ja? Also, wie gesagt, er ist aus Metall. Könnt ihr es nicht hören. Aber, wie gesagt, er ist aus Metall. Das finde ich auf jeden Fall sehr löblich. Wie gesagt, der Cadillac Fleetwood Brougham, den ich auch im Maßstab 1:18 habe, der ist aus Resin, beziehungsweise Plastik, kann man sagen. Den hätte ich auch gerne als Modell gehabt. Deswegen, sage ich mal, kann ich über die Details, ich sage mal, zu 50% hinwegsehen. Aber wie gesagt, für den Preis hätte man deutlich intensiver arbeiten können an den Details. Jetzt habe ich, glaube ich, genug Details gesagt und möchte mich jetzt verabschieden. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Wagen in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Gefällt euch meine Videos? Schreibt es mir gerne. Zeigt es mit einem Daumen nach oben natürlich. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder mit einem neuen Modell. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao.